Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, jetzt läuten wir heute die Saison 2021 ein. Es ist super tolles Wetter, es ist das erste Wochenende mit Sonnenschein und 15 Grad. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen mal nach einem schönen Rundkurs gesucht, der nicht allzu weit weg ist und der auch nicht zu viel an Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen entlang führt, weil das schränkt das Drohnefliegen immer sehr ein. Ja, und dann habe ich den Skulpturenradweg im Odenwald gefunden. Der ist so 77 Kilometer lang und auf der Strecke kommt man an 25 Skulpturen vorbei. Ja, und jetzt fahren wir direkt erstmal los und dann erzähle ich gleich noch mehr über die Strecke und so weiter und dann könnt ihr jetzt einfach mitkommen. Genau, los geht's. Jetzt sind wir gerade 300 Meter gefahren und das lässt sich doch ganz gut an hier. Gut, dann kann ich eben mal was zur Strecke sagen. Ist halt ein Rundkurs, sogar geformt wie eine 8. Das macht es einem auch möglich, dann die Strecke sogar abzukürzen. Da kann man von knapp 80 auf ca. 50 Kilometer kommen. Eigentlich startet man in der Mitte bei Osterburken, aber wir starten im Norden bei Buchen, fahren gegen den Uhrzeigersinn. Die eigentliche Strecke ist mit dem Uhrzeigersinn. Das hat jetzt den einfachen Grund, weil die GPX-Datei, die ich mir runtergeladen habe aus dem Internet, die war halt so rum geplant und auch Start war Buchen. Das war für uns okay. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wann die erste Skulptur kommt. Hier dampft das Feld. Jetzt links halten. Ja, also der Radweg ist super ausgeschildert. Es gibt nicht immer nur das generelle Radwegschild, sondern auch dieses blaue Skulpturenradwegschild. Und da ist jetzt das erste Mal eine Skulptur. So, wir sind nicht alleine. Da unten ist eine weitere Skulptur und ein paar Radfahrer. Für uns geht es jetzt hier weiter her. Ja, die Sonne scheint weiterhin ganz gut. Anne ist eher noch in der Wintermontur. Ich habe Finger, ganz normale Finger, weil ich damit besser die Kamera bedienen kann. Aber ich mache jetzt mal die Handschuhe zumindest mal rein. Ja. Ja, so hier ist jetzt so eine komische Stelle. Wir dachten gerade, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir haben noch eine Schleife ausgespart. Und zwar wollen wir hier runterfahren und wenn wir dann wieder hochkommen, dann geht es hier weiter. Ah, okay. Das ist, in welchem Ort ist das hier? Adelsheim, oder? Ja, Adelsheim. Okay. So, wir sind wieder in Adelsheim und jetzt dürfen wir hier rechts hoch. Vorhin ging es noch nach links.
Ja, was ist davon jetzt die Skulptur? Der Heuhaufen oder der Baum? Der Baum natürlich. Ja, bei Kunst ist das manchmal nicht so klar. Ja, also das ist jetzt die dritte Skulptur, die ich so richtig sehe. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, an jedem zu halten und so weiter. Ne? Also das könnt ihr von uns nicht erwarten. Hier zeige ich euch das einmal und mache ein Stoppbild. Wir sind in Osterburken, das ist der Bahnhof hier. Und hier ist jetzt auch der Schnittpunkt der 8. Genau, jetzt muss man halt aufpassen, in welche Richtung man fährt, dass man die Schleife auch noch da, die südöstliche Schleife noch mitbekommt. So langsam kommt die Wärme so ein bisschen mehr durch. Es ist jetzt 12 Uhr. Wir fahren noch eine Stunde und dann nehmen wir mal eine Rast. Wir haben Saft mit, ein bisschen Antipasti, Brötchen und Knoblauchcreme. Limespark Osterburken und die nächste Skulptur. Ja. Ordentlich Anstieg, ne? Das war ja anstrengend. Also selbst mit dem E-Bike brennen jetzt die Oberschenkel ein bisschen, ne? Ich bin ganz außer Atem. Ja. Kann ich nicht sagen, dass ich... Die Schaukel hat so ein bisschen was von Terminator. Die nächste Skulptur. Und Stoppbild. Ja, also Aussicht hat man hier wirklich super. Gestern Abend habe ich auch noch mal seit längerem das erste Mal wieder meinen Sattel eingeschmiert von oben und von unten. Und nachher dann mit dem Zewa 5-mal abgewischt, sodass keine Rückstände mehr an der Hose haften bleiben. Schnurstracks geradeaus und rechts ist gerade ein Golfplatz. So, dies hier ist auch noch mal eine Skulptur, ein Baugerüst ohne offensichtliches Bauvorhaben. Stadt Ravenstein. Ja. Und wir suchen uns jetzt mal ein schönes Plätzchen zum Essen. Wir haben nämlich 42 Kilometer, 35 sind es noch, es ist 13 Uhr, es wird schön warm. Ja, wir gucken, wo wir unsere Stühle aufbauen. So, die erste Campingstuhl-Challenge im Jahr 2021 und wie versprochen bauen wir jetzt mal die Campingstühle mit verbundenen Augen auf. Und genau jetzt kommen auch noch Zuschauer.
Ja, das wird umso witziger. Okay, also. Halt, warte, erstmal Augen zu. Gut, also ich merke schon, ich muss doppelt legen, sonst sehe ich was. Ja, ich sehe Also nichts. selbst bei dem hier. Hallo. Hallo? Ich sehe nichts. Ich weiß doch gar nicht Hilfe. Das ist ganz. Sag mal was, dass du doch da bist. Ja, hallo. Okay, also auf die Plätze, fertig, los. Oh Gott, erstmal das Ding finden. Scheiße. Das ist aber trotzdem. Scheiße. Aber das ist jetzt schwer. Ah! Hey! So ist das. Ja. Oh, das klappt gar nicht. Ja, ist. Ja, ich hab's! Oh nein! Ich war früher! Sitz! Aber dieser Tastsinn, ne? Oh, Jesus! Mein Gott! Ich habe so lange gebraucht, bis ich den Reißverschluss Ja, erstmal finde. Das ging bei mir, aber Na, bei dann stand mir. ich hier und die Pfanne war da. Und ich hatte das hatte ich recht schnell. Danach haben wir am Wegesrand was gegessen. Es gab Antipasti, Saft, Brötchen und selbstgemachte Knoblauchcreme. Das hatten wir alles in der Kühltasche mit einem Kühlakku dabei. Hier die nächste Skulptur. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 50 Kilometer hinter uns, sind noch 26. Ja, ich denke mal so 1,5 Stunden noch bis 3:45. Dann sind wir wieder am Auto. Das passt. Wir sind gerade auf mehreren Radwegen, auch liebliches Taubertal und Grünkernradweg. Ich warte noch auf den Grünkohlradweg.
Ja, genau. Hallo. Wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo die 80 kreuzt, also am Bahnhof Osterburken. Vor 1-2 Stunden kamen wir noch von da und sind hier reingefahren und jetzt wir fahren hier weiter. Auf die letzten 20 Kilometer. So, bei schönstem Wetter immer noch. Es ist jetzt kurz nach 3. 12 Kilometer sind es noch. Ja, und dann freuen wir uns auch auf zu Hause. Ja, dies hier gerade ist echt ein cooles Stück. Ganz eben, du kannst gucken. Hier liegt auch der letzte Rest Schnee. Wo müssen wir hin? Rechts. Okay. Machen wir das doch. Der Ort da hinten, das ist Buchen. Da enden wir dann also. Sind noch ein paar Kilometer. Ja, die machen sich bettfertig. Okay. Ja, Sonntagsbaden. Ja. Also kurzes Fazit mal eben zum Radweg. Landschaftlich jetzt nichts Besonderes. Es gibt jetzt keinen wahnsinnig imposanten Fluss oder See. Aber man hat oft weite Sicht. Ne? Das wechselt sich dann ab mit Wäldern. Und ja, die Höhenmeter sind auch ziemlich abwechslungsreich. Also es geht nicht erst nur runter und dann nur rauf, sondern immer schön in Abwechslung. Und ja, von den Skulpturen haben wir maximal die Hälfte gesehen, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner, ruhiger Radweg. Also ich glaube auch während der Hochsaison nicht zu überlaufen. 77 Kilometer mit den knapp 1000 Höhenmetern ist schon ordentlich. Aber man kann ja abkürzen. Und ja, dann sind wir jetzt auch kurz vorm Auto. Und dann verabschieden wir uns schon mal, oder? Ja, genau. Einfach bis bald. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.